Herzlich willkommen auf der Fuel Faction Tour Tag 2. Gestern sind wir angekommen. Es hat mega geregnet, aber heute, Gott sei Dank, meint der Wettergott es ein bisschen besser mit uns. Die Straßen sind schon mal trocken, das ist schon mal ein Anfang. Das Auto, wie ihr sehen könnt, hinter mir ist auch endlich foliert. Die ganzen Sticker sind drauf und ich muss sagen, ich finde es sogar ganz cool. Also die Orange-Weiß-Chrom-Kombination sieht eigentlich ganz cool aus. Vielleicht überlege ich mir was für die nächste Runde. Da starten schon die Autos. Ja, wir fahren jetzt Richtung Comosee und ich freue mich, es geht los. Unterwegs und jetzt sind wir gezwungenermaßen angehalten, weil der Vanquish hat schon ein Loch im Reifen. Ja, fängt schon gut an. So, angekommen bei Sparco. Sparco ist ein Hersteller von ja, Rennklamotten, also Rennanzüge, Handschuhe, Helme und so weiter. Wir gehen jetzt rein in die Fabrik und gucken uns an, wie das alles so hergestellt wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Tim, what's about the Vanquish? Hello. What about the Vanquish? The Vanquish seems to have a slightly flat tyre, unfortunately. I don't know too much because Ben and Joe are driving it, but fingers crossed. Well, we're going to try and find somewhere around here, either these guys or someone else who knows some way to get some air back in the tyre. Good start for the tour. Fingers crossed. Good start, yeah. Mini down with suspension problems. The Mini. Mark in the Mini, he had to leave. Oh well. Minus Mini auf jeden Fall jetzt ein Auto weniger und dann mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe, dass nicht noch ein Auto kaputt geht und dass unser Motor auch noch hält für den Rest der Tour. Und ja, lass uns zu Sparco gehen. Das erste, was ich hier mitnehme, sind eine ordentliche Bürostühle. Da sitzt man fast wie ein Porsche. Sehr schnell gut. Das ist ganz schön interessant, weil man denkt eigentlich gar nicht so über die ganzen Rennanzüge nach, wie die so hergestellt werden und was da alles so hintersteckt, wenn man so bei den Rennen mal sieht. Ich habe mal gerade gefragt, wie viele Rennanzüge ein so ein Rennfahrer braucht für eine Saison. Und die nette Dame, die uns hier rumführt, hat gesagt, eigentlich kann man mit einem Anzug pro Rennen rechnen. Also die brauchen schon ordentlich was. Viele Rennfahrer kommen auch hier hin und lassen sich die Maß schneidern. Und für einen Anzug werden ungefähr 48 Stunden an Arbeit gebraucht. Alles handgemacht. Die haben nur diese eine Maschine, wo die halt so die ganzen Stoffsachen ausschneiden. Sonst ist alles, wie man hier hinter mir sehen kann, auch per Hand genäht. Das ist wirklich interessant. Die Anzüge müssen natürlich auch alle feuerfest sein, falls das Auto mal irgendwie anfängt Feuer zu fangen. Und ja, ziemlich spannend. Denkt man so sonst gar nicht drüber nach. Ja, wir haben uns jetzt gerade mal die Firma angeguckt von Sparco in der Halle, wo halt die Sitze produziert werden. Durften wir jetzt leider nicht fotografieren und filmen, aber es war interessant, weil da werden die unter anderem die Bugatti Chiron Sitze gemacht, die Ford GT Sitze, dann haben wir noch Königseck-Sitze und halt noch ja, Rennsitze von den verschiedenen Rennfahrzeugen. Ja, jetzt glaube ich, geht es weiter Richtung Alfa, der Alfa Romeo. Da bin ich auch mal gespannt drauf, was uns da erwartet. Aber eins muss ich mir mal sagen, der GT8 ist wirklich ein unglaublich hammergeiles Auto. Ich war gerade dahinter, als er öfter mal ein bisschen Gas gegeben hat, der Tim. Und ich muss sagen,
Also, ja, Carporn Time. So, ich bin jetzt im Alfa Romeo Museum und ja, hier am Eingang fällt einem sofort auf, hier hängen die alten Logos, angefangen vom 1910 bis 2015. So, und jetzt mal ehrlich, habt ihr euch schon mal so ein Alfa Romeo genauer angeguckt? Für mich sah das immer aus wie so eine Schlange, die Feuer spuckt oder ein Drachen oder was auch immer es darstellen sollte. Aber interessant ist, man sieht, das ist eine Schlange, die einen Menschen frisst. Ja, tatsächlich. Das ist das originale erste Logo von 1910. Und nein, eigentlich soll die Schlange den Menschen symbolisch zur Welt bringen. Aber hallo, eine Schlange, die Menschen isst. What the Ich glaube, ich brauche jetzt einen Martini. Was? Und hier seht ihr das allererste Alpha-Modell. Der wurde 1910 gebaut. Und wenn ihr euch mal die Lampen näher betrachtet, das sind tatsächlich Öllampen. Die mussten anscheinend ja die Lampen alle einzeln per Hand anzünden, dass sie funktioniert haben. Und ich frage mich, wie muss eigentlich die Sicht gewesen sein? Der hatte 24 PS, das Auto, 24 PS. Aber letztendlich ist es auch irgendwie nur eine Kutsche mit einem Motor drin. Also früher sahen die Autos ja wirklich noch aus wie Kutschen. Wenn man mal guckt, das ist alles noch original. Das ist noch das originale Leder. Der originale Teppich innen drin. Und ich muss sagen, für über 100 Jahre hat sich das wirklich noch gut gehalten. Becky, what are you thinking about this color? It is interesting. I don't know, the metal flake kind of works for it. Maybe a new color for the GT3. I mean, you could. Or better a unicorn. Yeah, there's a reason why this never went into production. Yeah. No idea. What happens to dinosaurs? What goes on in here stays in here. Ich hoffe, da vorne kommt kein Wasser raus und ich hoffe, ich falle nicht aus dem Sitzen raus. Okay, just do not put anything on the black part in front of you. Thank you. Now we can go. Das war's mit Tag 2 von der Pure Faction. Wir haben hier gerade ein kleines Parking-Problem gehabt. Wir mussten jetzt hier echt hochklettern mit den Autos. Ich muss aber sagen, die Parklocation sieht echt cool aus. So ein bisschen Jurassic Park-like. Also wir stehen hier irgendwie so mitten im Dschungel. Wir sind auf jeden Fall jetzt angekommen am Como-See. Das war's von diesem Tag und ich werde euch morgen wieder das Video vom Tag 3 zeigen. Seid gespannt. Ciao!